herzlich willkommen, Freunde des guten Geschmacks auf meinem Kanal. Heute habe ich vorbereitet Chicken Fingers mit Tomatendip, dazu Kartoffelspalten mit Paprika-Gurkensalat. Die Hauptzutaten, die wir dafür heute brauchen, ist Hähnchenbrustfilet, Salatgurke, Paprika oder Spitzpaprika, ein paar Kartoffeln, Panko-Mehl, Mayo, Ketchup und Tomatenpesto. Fangen wir mit dem Kartoffelschälen an. Ich habe dazu mal gerne eine alte Einkaufstüte und schäle die Kartoffeln und hau dann direkt die Schalen und alles, was ich so an Gemüse habe, direkt in die Tüte rein. Ihr könnt euch natürlich auch einen Mülleimer oben hinstellen, aber ich glaube, das ist nicht ganz so cool. Anschließend marinieren wir die Kartoffeln schön. Wir wollen ja schöne knusprige Potato Wedges. Zack. Bei so kleinen Kartoffeln habe ich immer einen kleinen Trick. Ja, Trick ist auch Blödsinn, aber Fakt ist, wenn man die so schlecht packen kann, packe ich die immer gerne auf eine Gabel. Und dann lässt sich das Ganze leichter schneiden, weil nichts ist unangenehmer, als sich mit dem blöden Sparschäler in den Finger reinzusetzen, richtig? Wenn wir alle Kartoffeln geschält haben, schnappen wir uns eine Schüssel und schneiden die Kartoffeln in schöne Viertel. Das ist natürlich auch immer größenabhängig. Und dann ab in die Schüssel, in die Ding-Dong-Schüssel. Zack. Das ist ja herrlich. Wahnsinn. Okay. Den Backofen können wir auch schon vorheizen. 200, 220, je nachdem ob Umluft oder Ober-Unterhitze. Wobei Vorheizen reicht auch allgemein auf 200, da ist nicht schlimm. Wir machen die Kartoffelspalten mit dem Backofen und mit dem Airfryer dann die knusprigen Chicken Fingers. Wenn wir die Kartoffeln alle geschnitten haben, die Menge ist selbstverständlich immer in der Größe zu wählen, mit wie vielen Leuten ihr jetzt essen wollt. Ich mache heute für 2 Personen, dementsprechend passe ich die Menge an. Wenn ihr für mehr kocht, nehmt ihr natürlich so viel Kartoffeln, wie ihr wollt. Also, dann ein bisschen Öl. Ich nehme immer ganz gerne ein bisschen Knoblauchöl, ein bisschen Rapsöl. Paprika-Curry-Mischung. Wer kein Curry mag, lässt Curry weg. Wer kein Paprika mag, lässt Paprika weg. Wer beides nicht mag, lässt halt beides weg. Ist klar. Aber dann schmeckt es auch noch nichts, ne? Gut salzen. Gut pfeffern. Auch hier wieder, wer kein Pfeffer mag, lässt den Pfeffer weg. Alles klar. Dann das Ganze gut umrühren. Damit sich das Öl und die Gewürze schön auf den Kartoffelspalten, an den Kartoffelspalten verteilt, alles schön ummantelt ist. Jetzt schnappen wir uns unser aus dem vorgeheizten Backofen das Backblech oder das Rost, wie auch immer. Wir legen das mit dem Backpapier. Eigentlich lasse ich Backpapier immer gerne weg. Ich habe hier so eine Grillmatte, aber bei so stark eingepinselten, beträufelten Sachen mit Öl tropft es natürlich immer nach unten. Jetzt kann man unten natürlich auch auslegen mit Wasser oder wie auch immer. Ist mir jetzt alles zu viel Aufwand, deswegen ausnahmsweise nehme ich mal Backpapier. Eigentlich lasse ich es immer gerne weg. Dann verteilen wir unsere Kartoffelspalten mit der Marinade und in dem Fall großzügig die Marinade mit drauf. Genau deswegen ist jetzt auch das Backpapier von Vorteil, sonst gibt es ja alles nur eine riesen Sauerei. So. Zack. An der Seite.
alle schön einzeln für sich verteilt aufs Backblech, damit die nicht aneinander latschen, lätschig sind, sondern jeder für sich schön knusprig werden kann. Zack. Und schieben die dann, da kommt es immer auf den Backofen an, ne? 25, 30 Minuten in die Röhre. Halt immer einen Blick drauf halten. Plus, hier kommt natürlich auch wieder das eigene Geschmacksempfinden. Wie dunkel dürfen die sein, bei wem. Also von daher selber ein bisschen Auge drauf halten, aber in der Regel auch bei dem stärksten oder neuesten Backofen vor 25 Minuten tut sich da nichts. Also, jetzt das ganze Ding in den Backofen. Ein bisschen heiß, ne? So. Das ist mir jetzt aber zu blöd. So. Mittlere Schiene, ist klar. Ab dafür und tschüss. So, jetzt bereiten wir aus der Gurke und der Spitzpaprika oder der Paprika, je nach Gewicht, die Salsa vor. Das heißt erstmal wieder Gurke schälen. Wer nicht zu Hause über ein Küchengerät wie dieses verfügt, was natürlich kein Problem ist, der nimmt sich einfach gleich, um die Salsa zu machen, ein Handmixer, Rührgerät oder was auch immer ihr für ein Küchengerät zu Hause habt. Hauptsache, es kann fein pürieren. Spitzpaprika trennen wir einmal durch, nochmal in die Mitte, weiche Gedöne raus. Zack. 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 Bei der Spitzpaprika ist auch immer so eine Sache, die einen mögen ein paar Kerne mit dabei, für andere geht das gar nicht. Bei mir ehrlich gesagt ist es nicht so penibel oder schlimm, wenn jetzt mal 2 Kerne damit im Essen landen. Muss auch wieder jeder für sich selber wissen. Zack. Zack. Von dem Weißen schneiden wir ein bisschen was weg. So. Jetzt wie gesagt, wer kein Thermi hat, nimmt sich so eine. Dann könnt ihr alles in grobe Stücke in euer Küchengerät geben oder eben in den Becher für einen ganz normalen Stabmixer. In der Regel hat ja jeder so ein Ding hier mittlerweile zu Hause. Geht ja mit einem Becher ganz genauso. Also von daher sollte das kein Problem sein. So, das gleiche gilt für die Gurke, für die Salatgurke. Wer es nicht mag, nimmt den inneren Kern raus. Einfach einmal schräg halten, mit dem Messerrücken lang gleiten und dann ist die Fidschi-Babschi weg. Ich finde es nicht so schlimm, deswegen geht es mit rein. Zack. Zack, zack. Deckel drauf. Und dann das Ganze noch würzen. Ich habe hierfür schon vorbereitet eine Gewürzmischung. Da ist drin Zwiebel, Thymian, Chili, Salz, Basilikum, Schnittlauch. Wie immer, wer das ein oder andere nicht mag, lässt es einfach weg. Salz nach Gefühl und Geschmack. Pfeffer nach Gefühl und Geschmack. Als nächstes geben wir dann noch einen Esslöffel Essig hinzu. Bianco, der Weiße. Oh. Fettige Finger. Zack. So, was habe ich gesagt? Esslöffel, ne? Esslöffel ist immer ein Spritzer. Zack. Salz, Pfeffer, was ist denn hier los? So, an der Seite. Zack. Deckel drauf. In meinem Fall jetzt hier, das war zu viel, machen wir mal 10, auf 5.
nicht, während man das macht, wie püriert es ist. Deswegen muss ich immer einen Deckel abheben. Hätte ich vielleicht doch einen Stabmixer nehmen sollen, wa? So, jetzt füllen wir unser klein gehäckseltes Salsa-Gedöne in eine Schüssel. Ich habe das jetzt so. Zacka. So. Pitsch, platsch. Alles rein. Und dann nehmen wir uns einen Esslöffel Mayonnaise und der kommt dazu. Okay, nehmen wir 1,5 Esslöffel. So, das Ganze einmal verrühren. Als nächstes nehmen wir unseren Ketchup und die Tomatensalsa. Es ist selbsterklärend, dass wenn ihr das macht, ihr das ja vorher nicht in eine Schüssel packt. Dass ich das jetzt gemacht habe, um euch das alles schöner zu zeigen, ist selbsterklärend. Also, Tomatenpesto und Ketchup verrühren. Das wird unser Dip. Für die Mengenangabe, tja, ich sag mal, 1 Esslöffel von dem Tomatenpesto und 3 vom Ketchup. So. Wem die Salsa eventuell zu dünnflüssig ist, weil einfach Spitzpaprika und ja auch die Gurke nochmal nachwässern, der gibt das Ganze oder zieht das einfach nochmal durch ein Sieb, lässt es kurz ein bisschen abtropfen und hat es dann so, wie es sein soll. Und wie immer an der Stelle für den einen oder anderen, der jetzt wahnsinnig schlau ist und sagt, ja, Robby, hättest du doch am Anfang mal von der Salatgurke den Kern weggeschnitten, deswegen war das zu wässrig. Nein. Klar, aber es wässert sowieso grundsätzlich immer nach, allein durch die Gewürze selbstverständlich. Was bedeutet, wir haben immer Wasseraufkommen bzw. Austreten der Feuchtigkeit von Obst, Gemüse etc., je nachdem, was wir verwenden. Das heißt, ist die Konsistenz dann nicht so, wie wir uns das vorstellen, müssen wir das sowieso einmal durch ein Sieb oder wie auch immer durchjagen. Von daher spare ich mir immer, das wegzunehmen. Im Umkehrschluss gibt es ja auch immer noch mal alles Geschmack ab, liegt eine Zeit lang in seinem eigenen Saft, kann darin auch noch mal ein bisschen ziehen. Selbst wenn man dann die Flüssigkeit abschüttet, hat man trotzdem den Geschmack von allen Komponenten, die man verwendet hat, im jeweiligen drin. Wir schneiden unsere Hähnchenbrustfilets in schöne Streifen. Soll ja Fingerfood werden. So. Schöne Streifen. Gehen wir hier nochmal durch, dass wir so Stücke haben. Zack. Doch, das ist gut. Zack. Zack. Hier auch nochmal. Längs. So. Zack. Zack. So, und jetzt nehmen wir kein Ei, sondern tatsächlich unsere Mayo. Ab in die Mayonnaise mit dem Hühnchen, ab ins Panko-Mehl mit dem Hühnchen, gut andrücken und an die Seite legen. Wer kein Panko-Mehl zu Hause hat oder Panko-Mehl nicht mag, kann selbstverständlich auch ganz normales Paniermittel nehmen. So, jetzt haben wir fast geschafft. Wir haben unsere Salsa fertig.
Wir haben unsere Pesto Dip Marinade fertig mit dem Ketchup. Wir haben noch eine Paprika-Würzmischung mit Curry für die Finger Chickens. Und jetzt kommen die Finger Chickens in die heiße Fritteuse. Wie gesagt, natürlich kann man auch schön in der Pfanne frittieren oder in der Fritteuse. Wir wollen ja aber wissen, wie schön werden die denn jetzt, wenn wir die da reinpacken. Und jedes Mal wird ja erzählt, dass man die Sachen mit Ölfett bespritzen muss, soll, wie auch immer. Halte ich jetzt nichts von. Jedenfalls nicht von diesem gekauften Spritzzeug da. Da ist so viel Blödsinn drin, den man nicht weiß. Und auch so, wer wird sich denn eine Deodose auf sein Essen halten? Also für mich ist es wirklich genau das Gleiche. Es ist egal, ob da irgendein Parfümstoff rauskommt oder ob mein Öl da mit irgendwelchen Druckluftmitteln und Chemikalien auf mein Essen draufkommt. Muss ich jetzt nicht haben. Ich bin jetzt nicht der penibelste, so, aber das muss man halt nicht haben. So, von daher verteilen wir die Fingerchips hier ganz vernünftig auf den Boden. Die passen exakt alle rein. Zack. So, kann man mal zeigen. Da haben wir sie jetzt alle schön drin. Jetzt gehen wir hier noch ein bisschen mit unserer Würzmischung drüber. Paprika Curry. So. Tschakka, tschakka. Zack. Und dann spritze ich nicht, sondern ich habe hier beispielsweise Pflanzencreme mit Buttergeschmack. Und da gehe ich jetzt hin und ziehe überall so ein bisschen davon drüber. Wie gesagt, ein bisschen Fett braucht man ja. Ich finde die Variante allerdings wesentlich angenehmer, als da dieses Fettdeo auf mein Essen zu sprühen. So, wir schieben das ganze Gedöne rein. Ich mache direkt 25 Minuten bei 180 Grad. 180 Grad, 25 Minuten. Und dann schauen wir gleich mal. Hier habe ich schon geguckt und runtergestellt. Das sieht hervorragend aus. So, und wer jetzt Langeweile hat, weil er sich denkt, was soll ich denn jetzt die 25, 30 Minuten machen, bis der ganze Quatsch fertig ist, der macht einfach mal ein bisschen sauber. Wir haben ja genug schmutzig gemacht. Also nutzen wir schön die Zeit und stellen unser ganzes schmutzig gemachtes schon mal in den Geschirrspüler. Oder wer keinen Geschirrspüler hat, der tut einfach schon mal spülen. Das ist auch super. Eine saubere Küche ist das A und O, nicht wahr? In diesem Sinne, bis gleich. So, 10 Minuten stehen noch auf der Uhr. Oh lala. Das sieht doch super aus. Das sieht doch super aus. So, ich war kurz am Überlegen, aber die 10 Minütchen lassen wir jetzt nicht mehr durchlaufen, sondern wir wenden die jetzt schon vorsichtig einmal. Ich nehme mal wieder die Fingerchen. So, hierbei vorsichtig sein, weil wir haben ja wie gesagt mariniert mit der Mayonnaise. Nicht etwa die uns abkratzen. Wer keine Fingerchen nehmen will, ist klar, ne? Der nimmt sich eine Zange, eine Pinzette, Kochpinzette, was er gerade da hat. Zack. Damit die von der Unterseite auch schön kross werden. Alle einmal gedreht. Dann hauen wir sie die 10 Minütchen noch rein. Und dann schauen wir noch mal, wie viel wir dann noch brauchen. Zack. Und ab. Die Chicken sind gleich fertig. Wir nutzen jetzt die Zeit und nehmen uns wieder eine Schüssel. Da legen wir ein Zewa rein. Je nach Größe der Schüssel legen wir uns 2 Zewa rein. Nehmen unsere Kartoffelspalten aus dem Backofen. Und schütten die schon mal
Schmerzen. So, das decken wir ein bisschen zu, verteilen die ein bisschen, dass sie nicht zu doll schwitzen. Ja? Und stellen die dann zum Warmhalten nochmal hier rein. Zack. Und das kommt weg. So, die letzte Minute läuft. Gleich macht's Ding Dong. Und dann sind wir fertig. Zum Anrichten haben wir jetzt, wie gesagt, ganz normal unsere Salsa, unser Dip, Tomate, Pesto, Ketchup, unsere Chicken Fried Fingers. Schön. Mehr braucht man nicht. Mehr braucht man nicht. So, dann würde ich mal sagen, auf mit der Schokolade. Oh, hört man das? Wunderschön. Wunderschön. Dann brauchen wir jetzt nur noch anrichten und schmecken lassen. Wunderschön knusprig. Das hat hervorragend funktioniert. Wie gesagt, ich mag dieses Spray nicht. Pflanzen, Creme, Fett, ein bisschen drüber, zieht automatisch ein, gerade bei solchen Sachen, die jetzt hier paniert sind, geht das hervorragend. Und dann sage ich danke fürs Zusehen, viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Hobby testet. Guten Appetit. Wer natürlich noch Kartoffelspalten dazu haben möchte, der befreit diese noch schnell aus dem Ofen. Entfernt den Küchenkrepp. So. Zack. So, ich sage danke fürs Zusehen, viel Spaß beim Nachkochen, guten Appetit und bis zum nächsten Mal.